Servus und grüß euch zur 5. Ausgabe von Humaldo TV. Ja, wie man an meiner Stimme hört, war die Tour mit Ecliptica, die hat Spuren hinterlassen, aber ich werde es live vor laufender Kamera kurieren mit einer Prise guten Kamillentee, die meine Stimme wieder glockenklar erklingbar macht. Ja, wunderbar. So, was habe ich vor? Ja, die Folge wird wieder ein bisschen kürzer, weil ja letzte Woche das mit der Ecliptica-Tour-Reportage über 20 Minuten, das war viel zu lang. Deswegen wird das wieder eine kürzere Folge. Danach werde ich was präsentieren. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Das wird natürlich wieder interaktiv präsentiert. Dann werde ich wieder ein bisschen über die Internetreaktionen quatschen, also was die Leute so an Feedback gegeben haben. Ein bisschen Technik werde ich machen im Internet, live vor laufender Kamera und vielleicht sogar ein bisschen was Politisches, wenn es so ausgeht. Aber ja, und wie man schon sieht, das Ding, das da mein T-Shirt verdeckt, ja, das ist ein Mikrofon. Ich habe es jetzt einmal angeschlossen, weil mit dem anderen Mikrofon war ich nicht sehr zufrieden. Da seht ihr übrigens live, Inception. Ich habe da eine Inceptierung, unglaublich, ja. Und ein neues Stativ, wofür ich die Icebox hoffentlich dann nicht mehr brauchen werde. Die werde ich aber später nur erwähnen. Statt der Icebox habe ich jetzt ein passendes Buch, Professionelle Physiotechnik. Aber, gleich mal zum ersten Punkt. Ich habe was Neues, nämlich ein neues Logo. Ist es nicht cool? Das Logo ist heute Nachmittag ist es fertig geworden und gemacht hat es der gute Peter Siedl. Das ist ein guter alter Freund von mir, der kommt auch aus dem Mostviertel, aus der Ipser-Wieselburger Gegend, ja, also auch ein echter Mostschädel. Und mit dem habe ich schon haufenweise Projekte gemacht gemeinsam. Der ist inzwischen nämlich in Hamburg und ist Freelancer und Grafikdesigner. Schaut auf seine Website, das ist petersiedl.com, sieht man seine ganzen Arbeiten und gibt seiner Facebook-Seite ein Like, das ist Peter Siedl Art. Der hat das Design gemacht von meinem neuen Logo, also wir haben das gemeinsam gemacht, so, es hat wieder herumgenervt und wollte das so haben und bitte mache ich so, na kommt man nicht doch das noch ein bisschen anders machen. So der übliche Krampf halt beim Logo-Designen oder überhaupt beim Grafikdesignen, bis den Humaldo mal irgendwas genügt, dann kann das sehr viel Nerven kosten. Schaut mal beim Peter vorbei im Internet. Und ich werde später mit ihm sicher auch noch mal eine eigene Folge machen, eine ganze Humaldo-TV-Episode, weil wir haben viel zu erzählen. Gut, ja, live vor Kamera. Ich werde jetzt Folgendes machen. Bin ich so gespannt. Schau, also das ist jetzt die Humaldo TV-Seite. Und ich werde jetzt live vor laufender Kamera, also wie oft habe ich das heute schon gesagt, laufende Kamera, den neuen Header raufladen. Er lädt hoch. Und tada, da ist er. Speichern. So, und in diesem Augenblick haben inzwischen schon 93 Abonnenten gesehen, dass ich einen neuen Header habe. Und das gleiche mache ich jetzt auch mit dem Avatar 1. So. Und speichern. Tada! Haha, so. Alles frisch und das vor laufender Kamera. Jo, also das ist jetzt mein neues Design. Habe ich da gerade präsentiert. Und jetzt werde ich ja nur die Thumbnails aktualisieren. Nämlich benutze so Upload läuft. Ja, erste Folge und hochladen. Und tada, Humaldo TV 2. Lädt hoch, Upload läuft, neues Thumbnail, speichern. Und nun auch Episode 4, neues Thumbnail hinaufgeladen. Und speichern. Und so sind schon zu sehen mit dem neuen Humaldo TV Logo die Thumbnails auf YouTube. Haha, jetzt bin ich auch im Internet angekommen.
Ja, wirkt schon. Ich habe schon Benachrichtigungen, nämlich zwei Personen gefällt schon mein neuestes Sein. In der letzten Folge, die wie gesagt eine Tour-Doku war, habe ich keine Zeit gehabt zum Internetreaktionen schauen, deswegen mache ich das jetzt. Gehen wir zurück zur Humaldo TV Episode 3. Da hat eine gewisse Funsitant hat da gratuliert. Die ist sehr begeistert von meinen Videos, was mich natürlich sehr freut. Und die Gerlinde hat die Sache mit der Eisbox aufgeklärt. Vermutlich ist die Box vom Reschinski. Und somit können wir die Frage der Eissorten auf ca. 30 verschiedene Sorten eingrenzen. 205 Aufrufe hat das schon auf Facebook. Das ist meine 3. Episode. Und die 4. Episode, der Johann Nepomuk Hummel. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das nicht sein originaler Name ist. Den haben das hat mir Tour-Doku sehr gut gefallen. Und da habe ich schon inzwischen 706 Aufrufe. Das ist ziemlich leiwand. Genau, da muss ich was klarstellen. In meiner Tour-Doku ist mir ein folgenschwerer Recherchefehler unterlaufen. Ich habe den von Black Cage, der Band, die mit Ecliptica auf Tour war, ich habe den Roddy mit dem Schlagzeuger verwechselt. Natürlich war das nicht der Casey Gene Eisenman, der da vor dem Hotel gestanden ist, sondern das war der Roddy, der Oliver. Der Casey kommt immer erst direkt vor der Show und da muss alles schon direkt aufgebaut sein. Also, allein wegen einem Casey ist es schon Pflicht, wenn Black Cage irgendwo spielen, dass man sich die live anschaut. Sehr schüchterner Zeitgenosse, sieht man nur live, sonst nie. Wie ich die Nintendo Switch Humaldo TV Episode hochgeladen habe, war das natürlich die 3. Folge täglich, also 3 Tage lang schon jeweils eine Folge. Und der Herr David, nämlich der Herr David Birken, also der Berkey, hat natürlich gleich gemeint, haha, sicher nicht täglich. Und ich habe es aber im Video drin angesprochen, das heißt, nur während er diesen Tweet geschrieben hat, hat er im Video schon gesehen, dass ich drauf Bezug nehme, was natürlich an Real-Life-Internet-Interaktion kaum zu überbieten ist. Ein paar Reaktionen habe ich auch gekriegt auf YouTube bzw. Google+, das ist ja alles sehr, sehr verwurstelt. Der Bernhard Rock hat kommentiert, ja, dass ich der Hux minus 17 Sekunden Humaldo bin, weil ich immer diese Zeitangaben dazu mache. Ja. Und die Erinea Pantherin ist zwar nicht auf Twitter, aber dafür, was auch immer, der Bernhard Rock hat gefragt, ob es einen Kommentar zu NX gibt, noch kurz bevor ich die Episode 3 hochgeladen habe. Die Frau Baphomet 666100 hat kommentiert, Like Nummer 7, jö. Und der Bernhard Rock, also ist schon ein Stammgast auf meinem Humaldo TV, hat er gemeint, er versteht meine Nintendo NX, also Nintendo Switch Reaktion. Sein erster Eindruck war auch nicht gerade positiv. Er hat sich was anderes erwartet, aber am zweiten Blick ist es doch interessant, obwohl der Name Switch ein bisschen blöd ist, aber wie ich schon gesagt habe in Episode 3, an Namen gewöhnt man sich so schnell, das ist eigentlich völlig egal. Dann, haha, ich habe wieder was Nettes vor. Das ist ja schon eine ziemliche Workshop-Folge inzwischen. Nämlich, wie ihr vielleicht gesehen habt, gibt es jetzt Untertitel auf meinem Humaldo TV. Schau, da jetzt, da. Das sind Untertitel. Und diese Untertitel, die habe ich selbst erstellt. Und wie das geht, zeige ich euch kurz jetzt, weil, das ist nämlich ganz interessant und hat mir einiges an Zeit inzwischen gekostet. Wenn man auf seiner Seite auf diese CC geht, kann man, also diese Untertitel-Sektion, kann man da verschiedene Untertitel hinzufügen. Ich habe da zum Beispiel Deutsch, Österreichisch und da habe ich schon die komplette Folge transkribiert. Und das geht ganz witzig, weil immer wenn man schreibt, dann stoppt die Eingabe. Das kann ich da jetzt sagen, zum Beispiel Stopp. Immer wenn man eine Taste betätigt, stoppt die Eingabe kurz und somit kann man da transkribieren. Und wenn man dann fertig ist mit dem Ganzen, kann man auf Timing festlegen drücken. Und wenn man Timing festlegen drückt, dann dauert es erst einmal 5 Minuten und er wird automatisch jetzt versuchen, alles, was ich geschrieben habe, auf die Videospur zu synchronisieren. Das ist so ein bisschen magisch, aber funktioniert auch nicht wirklich gut. Also es funktioniert so halb gut. Also einige Sachen passen perfekt und dann musst du wieder ganz viel in dieser Timeline herumschieben.
Ich habe mir schon wieder viel zu viel Programm vorgenommen, weil ich wollte diese Episode echt kurz machen, aber ich habe nur einen Punkt. Es ist ja heute der 4. November 2016 und wer das österreichische Tagesgeschehen mitverfolgt, weiß ja, dass wir Bundespräsidentenwahl haben, zum 17. Mal gefühlt. Und jetzt sollte man schon langsam mal meine Briefwahlkarte bestellen, weil mein Hauptwohnsitz ist woanders. Deswegen tue ich jetzt einfach mal googeln, nämlich Briefwahlkarte. Ja, schauen wir, was bei Briefwahlkarte kommt. Wahlkartenantrag, ja, das ist ja schon mal ganz interessant. Er erkennt natürlich die Postleitzahl nicht, das heißt, ich muss es eingeben und mich verdrücken und die Eingabe ist fehlerhaft. Da gibt es dann verschiedenste Identitätsnachweise, Handysignatur, Antragscode, Reisepass, Bürgerkarte, Handysignatur, gescannter Lichtbildausweis, Handysignatur. Das klingt ein bisschen zu modern, als dass es funktionieren würde. Und ich habe noch nie was von einer Bürgerkarte gehört. Ich werde mal den Reisepass probieren. Das ist der Republik Österreich Reisepass. Reisespaß mit Reisepass. Und da werde ich jetzt ein paar persönliche Daten eingeben. Das tue ich dann alles schön auspixeln, diese privaten Daten. Privaten Daten braucht keiner wissen. Wenn ich auf das Infofeld klicke, diese Seite hindert sie daran, weitere Dialoge zu öffnen. Aha. Ja, Reisepassnummer. Wo sehe ich das? Ist jetzt spannend. So habe ich eine Nummer eingegeben. Jetzt tue ich auf Weiter. Die eingegebene Reisepassnummer ist ungültig. Passportname. Vielleicht muss ich das P davor. Ein P. Ja, ich hätte nicht die Gemeinde angeben sollen, wo ich wohne, sondern die Gemeinde, wo ich herkomme. Jetzt gehen wir zurück. Wahrscheinlich wieder die ganzen Felder vergessen. Er hat es gemerkt. Oh mein Gott, er hat sich den ganzen Schatz gemerkt. Das ist ja unglaublich. 7000. Jahrhundert. Begründung. Das ist ein Ortsabwesenheit, würde ich mal sagen. Und dann muss ich jetzt die Adresse eingeben und dann noch meine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse. Okay, da kommt jetzt nochmal der Überprüfungsscreen, sehr vorbildhaft. Alles schön ausschwärzen. Und jetzt senden. Soll der Wahlkartenantrag für die Bundespräsidentenwahl 2016, zweiter Wahlgang, Wiederholung, an Ihre Gemeinde übermittelt werden? Was? Jo. Ihr Wahlkartenantrag wurde erfolgreich übermittelt. Und ganz unspektakulär bin ich wieder auf der Wahlkartenantragsseite vom E-Government angelangt. Ja, schauen wir mal, ob das diesmal funktioniert. Vielleicht kann ich dann in der nächsten Episode sogar schon, oder in der übernächsten, die Wahlkarte live vor laufender Kamera ausfüllen. Das war ja auch witzig irgendwie. Jetzt schauen wir mal kurz, wie es den Untertiteln geht. So, jetzt ist es da schon automatisch in der Timeline aufgeteilt worden, wie man das sieht. Da kann ich dann die ganzen Textbausteine kann ich da herum swappen und an die richtigen Zeiten anpassen, weil vieles davon ist einfach nur völlig random. Ui, und da ist schon gekommen, da ist es schon die E-Mail, dass mein Wahlkartenantrag durchgegangen ist. Ich muss jetzt nur die Untertitel der ersten Episode finalisieren. Und dann natürlich auch von der aktuellen, von der 5. Episode auch nochmal Untertitel machen, bevor ich sie hochlade. Es ist schon cool, auf Facebook, während die Videos gemutet sind, dann wird automatisch der Untertitel abgespielt. Jo, das war's mit der 5. Episode. Es ist wieder mal doch wieder ein bisschen länger geworden als gehofft. Ich bin schon gespannt, wie weit ich es zusammenschneide. Ich bin fast auf Rohmaterial, fast 30 Minuten. Ich hoffe, ich kriege das wieder ungefähr auf 10 Minuten hin, obwohl es sehr spannend wird. Na passt. Was ihr jetzt seht, ist mein toller neuer Abspann-Screen, den hat auch der Peter Siedl gemacht. Also vorbeischauen auf seiner Website, es ist unten nochmal verlinkt. Und wer mir helfen will, der soll bitte meine Videos liken, meinen YouTube-Kanal abonnieren, das wäre sehr cool. Und auch die Facebook-Seite von Humaldo TV liken. Das bringt mir am allermeisten, falls mir irgendwer unterstützen will. Ja. Dann schönen Dank und man sieht sich in Episode 006. Ciao!